Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie in alter Frische zur diesjährigen Bilanzpressekonferenz von Trumpf, sowohl hier im Saal als auch im Stream. Ohne weitere Anmoderation hören Sie jetzt zunächst, wie gewohnt, das Statement von Frau Leibinger-Kammüller und anschließend steht Ihnen der gesamte Vorstand dann für Ihre Fragen Antwort. Bitte schön. Ja, Ihnen allen ein herzliches Guten Morgen, auch im Namen der Kollegen an diesem herrlichen Herbsttag. Ein herzliches Guten Morgen sowohl hier im Raum als auch über den Livestream. Ich möchte Ihnen im Folgenden die Zahlen des Geschäftsjahres 23/24, das bei Trumpf wie gewohnt am 30. Juni endete, präsentieren. Es war ein Geschäftsjahr, das, wie ich im letzten Jahr an dieser Stelle prophezeite, aufgrund der sich zugespitzten Konjunkturkrise leider nicht spurlos an Trumpf vorbeiging. Und das nicht an unseren guten Umsatz und Auftragseingang im Jubiläumsjahr 100 Jahre Trumpf heranreichte und auch nicht an unser gutes Ergebnis. Doch auch wenn die Zeiten aktuell politisch grau und ökonomisch überaus herausfordernd sind, dies schicke ich vorweg, blicken wir mit Entschlossenheit in die Zukunft, nicht mit naivem Optimismus. Für diesen gibt es weder konjunkturelle noch politische Anzeichen, wenn ich auf die Konfliktherde in der Welt, aber auch den Zuschnitt der wirtschafts- und sozialpolitischen Weichenstellungen in Berlin blicke. Wir müssen die Wende vielmehr aus eigener Kraft bewerkstelligen, nicht auf den Staat und seine Fördergelder warten. Denn wir glauben an unsere Produkte, unsere Technologien und vor allem an unsere Mitarbeiter. Dieser Haltung, diesem Geist ist auch unser diesjähriger Geschäftsbericht gewidmet, der etwas mit der Herstellung von Halbleitern und dem dafür notwendigen Plasma zu tun hat. Und den Sie in gewohnter Anmut vor sich auf den Tischen liegen haben. Mit leuchtenden, zukunftsbejahenden Farben und der Leichtigkeit, wie sie vielleicht nur das Gesicht einer Frau zu verströmen mag. Kommen wir nun ohne weitere Vorrede zu den Zahlen des Geschäftsjahres 23/24, denn deshalb sind Sie ja schließlich alle hier. Wir beginnen dabei traditionell mit dem Umsatz der Trumpf-Gruppe bis zum 30. Juni 2024. Dieser lag im abgelaufenen Geschäftsjahr, wie erwähnt, unter dem starken Vorjahresniveau. So verzeichnete Trumpf mit seinen rund 90 Tochtergesellschaften weltweit bis zum 30.06. einen Umsatz von 5,2 Milliarden Euro. Der im Vergleich zum Vorjahr moderate Rückgang um lediglich minus 3,6% ist hauptsächlich auf unseren seinerzeit noch sehr hohen Auftragsbestand zurückzuführen, mit dem wir in das abgelaufene Geschäftsjahr gestartet waren. Der abnehmende Auftragseingang, den ich Ihnen nun hier zeige, beeinflusste den Umsatz zumindest am Anfang des letzten Geschäftsjahres daher noch wenig. In den Folgemonaten bis zum heutigen Tag dafür umso mehr. So sank der Auftragseingang deutlicher als der Umsatz um minus 10,4% gegenüber Vorjahr auf nur noch 4,6 Milliarden Euro. Dies war der zweite Rückgang in Folge seit dem Geschäftsjahr 21/22. Damals hatte der Auftragseingang noch 5,6 Milliarden Euro betragen. Wir haben mit anderen Worten somit 1 Milliarde Euro binnen von 2 Jahren beim Auftragseingang eingebüßt. Auf die Gründe dafür gehe ich später ein. Kommen wir nach dem Gruppenumsatz und Auftragseingang nun kurz zu einer Einzelbetrachtung unserer Geschäftsbereiche und Geschäftsfelder. Der Umsatz unseres größten Geschäftsbereiches Werkzeugmaschinen, links im Bild, sank um 6,9% auf 2,8 Milliarden Euro. Auch beim Geschäftsbereich Lasertechnik blieben wir mit 1,4 Milliarden Euro hinter unseren Planungen. Dies entspricht einem Minus von 9% im Vergleich zum Vorjahr. Ergänzen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass das Geschäftsfeld Elektronik nicht mehr als Teil der Lasertechnik geführt wird, sondern nur mehr einzeln ausgewiesen wird. In diesem in Freiburg und Warschau beheimateten Geschäftsfeld konnte der Umsatz ganz moderat zulegen, nämlich um 4,8% auf 572 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 546 Millionen Euro, wobei ich betone, dass wir unsere Planungen wie in den zuvor genannten Geschäftsbereichen nicht erreichen konnten. Diese waren deutlich optimistischer gewesen, mussten aufgrund der konjunkturellen Zurückhaltung wie in der Lasertechnik und des hohen Wettbewerbsdrucks aus China aber nach unten korrigiert werden. Neben der Elektronik erwähne ich auch das hier in Ditzingen ansässige Geschäftsfeld EUV, also die Hochleistungslaser für unseren Kunden ASML.
Dieser liefert die Anlagen für die weltweite Chipproduktion, unter anderem an die 3 großen Chiphersteller global, die derzeit nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Ansiedlung in den USA, Europa und Deutschland in aller Munde sind: TSMC, Samsung und Intel. Im Gegensatz zum Geschäftsfeld Elektronik verzeichnete das Geschäftsfeld EUV einen moderaten Umsatzrückgang. Der Umsatz sank um 2,9% auf 943 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zum Umsatz nach Regionen. Beginnen wir dabei mit unserem Heimatmarkt Deutschland, der im abgelaufenen Geschäftsjahr der erfolgreichste Ländermarkt war, auch wegen der relativen Schwäche des chinesischen und US-amerikanischen Marktes. So legte der Umsatz in Deutschland um 5,8% auf 824 Millionen Euro zu. Unser Heimatmarkt war damit die einzige Region, in der wir gewachsen sind. In allen anderen Regionen mussten wir Umsatzrückgänge hinnehmen. Ich bitte Sie aber, dies keineswegs als Indiz dafür zu nehmen, dass die Bedingungen am Standort allen Unkenrufen zum Trotz überaus positiv wären, dass wir andere Regionen auf die Ränge verwiesen hätten. Sie sehen in der relativen Stärke Deutschlands vor allem die gleichzeitige Schwäche anderer Märkte. So wie DM betonte nur leicht rückläufige Nachfrage nach Werkzeugmaschinen, mit denen wir typischerweise in Deutschland unterwegs sind. Weniger mit Elektronik und Lasertechnik, die insbesondere in China massiv unter Druck geraten ist im abgelaufenen Jahr. Doch kommen wir zunächst zum amerikanischen Markt. Hier konnten wir unser starkes Wachstum der beiden Vorjahre leider nicht fortsetzen. Die Einzelmärkte entwickelten sich dabei uneinheitlich. In den USA mussten wir mit 12% einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnen. Auch in Brasilien ging der Umsatz um 12% zurück. Erfreulich hingegen entwickelten sich Kanada und Mexiko. In Kanada konnten wir mit rund 30% spürbare zweistellige Umsatzzuwächse erzielen und in Mexiko zumindest einstellig wachsen. Die Märkte in Westeuropa mussten ebenfalls Umsatzeinbußen hinnehmen, vor allem in Italien und Frankreich. Demgegenüber entwickelte sich Spanien mit einem zweistelligen Umsatzplus erfreulich. In Osteuropa war der Umsatz insgesamt rückläufig, jedoch nicht so stark wie in Westeuropa. Hier hat vor allem die Slowakei eine positive Ausnahme gemacht. In Russland, wo wir seit 2022 keine neuen Umsätze mehr haben, sind die aus den Umsätzen in der Zeit davor erwachsenen Garantieverpflichtungen im April 2024 ausgelaufen. Die Tochtergesellschaft wurde endgültig geschlossen und unser Grundstück in Moskau befindet sich im Verkaufsprozess. In Asien fiel der Umsatzrückgang mit 3% moderater aus als in Europa und Amerika. Dies lag vor allem an Indien und China. Während wir in China mit 2,2% nur leicht wachsen konnten, profitierten wir vom wirtschaftlichen Aufschwung in Indien deutlich und erzielten ein Umsatzwachstum von 23%. Südkorea und Japan waren mit -8% bzw. -18% hingegen sehr deutlich rückläufig. In Taiwan mussten wir nach dem Rückgang bereits im Vorjahr erneut rückläufige Umsätze verzeichnen. Obwohl, und darauf können wir in der Fragerunde zu sprechen kommen, die Umsätze im EUV-Geschäft nahezu stabil waren. Unsere Komponenten dafür bilanzieren wir aber separat mit unseren Kooperationspartnern, nicht in den Ländermärkten der Kunden, also Taiwan, Südkorea, USA und so weiter. Was, meine Damen und Herren, bedeuten diese Zahlen nun für die Umsatzanteile in der Trumpfgruppe? Durch das Umsatzwachstum in unserem Heimatmarkt erhöhte sich der Anteil Deutschlands am Gesamtumsatz von 14,5% auf 15,9%. Die Umsatzanteile von Europa ohne Deutschland gingen hingegen leicht zurück und lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem Umsatzanteil von 23%. Gleiches gilt für den Anteil Amerikas, der mit 21% leicht unter Vorjahr lag, Vorjahr 22%. Die Umsatzanteile der asiatischen Märkte blieben mit 22% nahezu konstant. Nach der regionalen Entwicklung komme ich nun zur wichtigsten Kennziffer, dem operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern der Trumpfgruppe. Das EBIT lag mit 501 Millionen Euro spürbar unter Vorjahr. Dieser Ergebnisrückgang ist begründet durch die gesunkenen Umsätze. Aufgrund unseres Ergebnisverbesserungsprogramms COIR ist es uns jedoch gelungen, einen stärkeren Ergebnisrückgang zu verhindern. Das sehr gute Renditenniveau des Vorjahres konnten wir dennoch nicht halten. Die EBIT-Rendite sank infolgedessen von 11,5% im Vorjahr auf 9,7% im abgelaufenen Geschäftsjahr. Ich möchte hierbei betonen, dass unser EBIT vergleichsweise hoch ausfiel, lag neben der konsequenten Kostenreduktion etwa
bei Beratungsleistungen und Reisekosten auch an den gut gefüllten Konjunkturkonten der Mitarbeiter, also der Nutzung der vorhandenen Zeitpolster. Damit komme ich zu unseren Investitionen und der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen. Ich beginne mit den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung relativ zum Umsatz lagen mit 530 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahr mit 476 Millionen Euro. Die Entwicklungskostenquote erhöhte sich infolgedessen auf 10,3%. Sie befand sich daher historisch weiter auf einem sehr hohen, weit über Branchendurchschnitt befindlichen Niveau. Die Anzahl der Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung stieg um 8,6% auf knapp 3.100. Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen im F&E-Bereich, auch die weltweite Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trumpf ist trotz des rückläufigen Auftragseingangs und Umsatzes im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund 650 gestiegen. Und zwar sehr spezifisch, was einzelne Sparten anbelangt. So wurden insbesondere in den Wachstumsfeldern EUV und Elektronik neue Stellen geschaffen. Zum Stichtag 30.06.2024 beschäftigte das Unternehmen weltweit 19.018 Mitarbeiter. In Deutschland stieg die Zahl der Mitarbeiter um 4,2% auf 9.505. Davon waren 6.283 am Stammsitz in Ditzingen, Gerlingen und Tettingen sowie Höfingen tätig. Das waren rund ein Drittel unserer weltweiten Beschäftigten, die hier vor Ort arbeiten, und die Hälfte in Deutschland. Im Berichtsjahr absolvierten 560 junge Menschen eine Ausbildung oder ein Studium an der dualen Hochschule. Die Quote lag bei 2,9%. Kommen wir nun noch, wie eben angekündigt, zu den Investitionen, die im Zuge der konjunkturellen Herausforderungen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 298 Millionen Euro sanken. Auf Sachanlagen entfielen dabei 291 Millionen Euro und auf immaterielle Vermögensgegenstände 7 Millionen Euro. Auf Grundstücke und bauliche Erweiterungen entfielen 33% der oben genannten Investitionssumme. In technischen Anlagen und Maschinen flossen 23%, in Betriebs- und Geschäftsausstattung 42%. Zu den Akquisitionen und Desinvestitionen von Trumpf gibt es noch Folgendes hinzuzufügen. Im Juli 2023 hat unser baskisches Softwareunternehmen Lantec 100% der italienischen Unternehmen Lantec Sistemi und Lantec Service übernommen. Lantec Sistemi handelt mit Lantec Software im italienischen Markt, Lantec Service bietet Servicedienstleistungen an. Im September 2023 haben wir 25,1% der Geschäftsanteile der Automate mit Sitz in Košice in der Slowakei erworben. Das Unternehmen entwickelt Automatisierungslösungen für die Lasertechnik. Soweit, meine Damen und Herren, zu den Unternehmenskennzahlen des Geschäftsjahres, die Sie im Hintergrund auf einen Blick sehen können. Ich muss es so harsch formulieren. Auch wenn dieses Geschäftsjahr noch glimpflich für uns ausging, aufgrund der gemeinschaftlich geschulterten Anstrengungen von Belegschaft und Vorstand, gehen wir angesichts der unsicheren Wirtschaftslage davon aus, dass der Auftragseingang im laufenden Geschäftsjahr bestenfalls auf aktuellem Niveau stagniert und der Umsatz dementsprechend geringer ausfallen wird als im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und selbst wenn der Auftragseingang im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres wieder steigen sollte, hätte dies bis zum Stichtag 30. Juni 2025, dem Ende des Trumpf-Geschäftsjahres, sehr wenig Einfluss, also auf den Umsatz. Es ist also Grund zur Sorge angebracht, wobei es erheblich zu kurz gegriffen wäre, monokausale Ursachen heranziehen zu wollen. Ich nenne nur einige wenige. Die Weltkonjunktur, die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise und die Investitionsbereitschaft in Ländern wie China oder den USA, aber auch in vielen europäischen und asiatischen Märkten sind zentrale Rahmenfaktoren unserer Geschäftsentwicklung. Ich könnte auch kurz sagen, wir sprengen bedeutend zu kurz, richteten wir unser Augenmerk auf China und die USA allein, wie dies öffentlich oft geschieht. Die Welt ist unser Markt und wir sehen uns einer Weltkrise gegenüber. Denn die Welt befindet sich geopolitisch nicht erst seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs oder dem Verteidigungskampf Israels in einem fundamentalen Veränderungsprozess. Dazu zählt eine Verschiebung der ökonomischen wie politischen Gewichte, wenn wir auf die Rolle Chinas oder Indiens und weiterer großer Länder schauen. Hinzu kommt, dass die USA sich zunehmend weg vom atlantischen Raum hin zu einer pazifischen Macht entwickeln. Dies ist die große Ebene der Weltpolitik, die viele Märkte verunsichert. Überdies sehen wir auf der konkreten Ebene unserer Industrie einen immer härter werdenden Wettbewerb
mit protektionistischen Maßnahmen, etwa Chinas, aber auch der Vereinigten Staaten. Auch deshalb sind wir dort so stark unter Druck. Dazu zählen neben Subventionen nun auch gefälschte, also aus China, gefälschte Maschinenzertifikate auf dem europäischen Markt, während wir in der EU nachweisen sollen, dass unsere Lieferketten im Sinne der Menschenrechte funktionieren. Eine völlige Asymmetrie der Realitäten, meine Damen und Herren, deren Beseitigung die Aufgabe der Politik wäre, nicht die unsere. In den USA ist es offen, welche Signale von den Präsidentschaftswahlen am 5. November ausgehen werden. All das verunsichert unsere Kunden auch in Amerika und lässt sie Investitionen vorerst zurückstellen. Gleichwohl ist es kein Geheimnis, dass Deutschland seit längerem Schlusslicht in Europa beim Wachstum ist. Auch der VDMA in Baden-Württemberg, das haben einige von Ihnen am Montag von meinem Mann gehört, zeichnet ein sehr verhaltenes konjunkturelles Bild. Rund 70% der Maschinenbauunternehmen in Baden-Württemberg rechnen im laufenden Jahr mit einer Stagnation oder gar einem Umsatzrückgang. Zum ersten Mal seit dem Corona-Jahr 2020 ist der Maschinenbauumsatz in Baden-Württemberg rückläufig. Ich möchte im Rahmen dieser Bilanz-PK nicht der Versuchung erliegen, die einzelnen Maßnahmen der Bundesregierung zu benoten. Unser Land befindet sich insgesamt in einer schwierigen politischen Verfassung, wenn wir die jüngsten Landtagswahlergebnisse und das zunehmende Infragestellen der Demokratie und ihrer Institutionen einbeziehen und auch den grassierenden Antisemitismus. Und doch sage ich sehr deutlich, die wirtschaftspolitischen Weichenstellungen der Ampel tragen den zuvor geschilderten Herausforderungen nicht in ausreichender Weise Rechnung, sondern sind zu oft Ausdruck parteipolitischer Programmatiken. Das Bild der Ampel ist seit Monaten ein instabiles. Das spürt auch die Wirtschaft. Die Bevormundung der Bürger nimmt zu, ohne dass entscheidende Probleme gelöst wären. Die Bürokratie für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen ist auf einem Höchststand. Deutschland steht wirtschaftspolitisch darum vor der Entscheidung, ob es die Augen vor dem globalen Wettbewerb weiter verschließen möchte, indem wir glauben, in einen Subventionswettbewerb mit China und den USA einzutreten und auf eine Planwirtschaft zuzusteuern. Oder ob wir uns wieder auf unsere Tugenden einer forschungsstarken und doch immer noch hochinnovativen, am Markt orientierten Industrie gerade im Mittelstand besinnen. Was mich in diesem Zusammenhang besonders bestürzt, ist die auch in der Industrie gewachsene Haltung, sofort nach dem Staat zu rufen und damit dem planwirtschaftlichen Agieren der Ampel medial wie politisch eine de facto Legitimation zu erteilen. Die zahlenmäßigen Rückgänge bei Trumpf, die ich Ihnen eingangs skizziert habe, sind Ausdruck eines echten, ungeschützten Wettbewerbs, in dem sich Trumpf weltweit befindet. Bis auf einige Forschungsförderungen beziehen wir, wie tausende andere deutsche Mittelständler, keinerlei staatliche Gelder, erst recht nicht in der Rezession, sondern helfen uns selbst. Wenn ich mich hingegen Land auf Land ab umsehe, von den Werften über die Energiekonzerne und den sogenannten grünen Stahl bis hin zu den Banken, dann werden mit großer Geste staatliche Milliarden als Bürgschaften ausgeschüttet. Geld, das andernorts dringend benötigt würde, zum Beispiel bei der steuerlichen Entlastung von Handwerk und Mittelstand. Wir waren uns viele Jahre zu sicher und scheinen uns nun aus der sozialen Marktwirtschaft zu verabschieden und hinein in ein Zeitalter zu entwickeln, in dem manche Betriebe ihre Transformation überhaupt nicht mehr nach marktwirtschaftlichen Kriterien stemmen können, sondern von vornherein auf Förderzusagen angewiesen sind. Ich wiederhole deshalb sehr bewusst, für den rückläufigen Absatz unserer Laser in China im Geschäftsjahr 23/24 kann nicht die Ampel etwas. Denn China ist in diesem Segment aus sich heraus selbst stark geworden. Aber die deutsche Politik verschärft die Wettbewerbsbedingungen für die deutschen Firmen insgesamt, anstatt sie zu entlasten. Und sie setzt im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik die falschen Anreize, lässt eine aus dem Ruder laufende Energiepolitik, die vor 20 Jahren ihren Anfang nahm, unkorrigiert. Was in der Chemie oder bei VW und vielen Automobilzulieferern passiert, ist deshalb nicht nur ein hausgemachtes Problem oder dem Umstand geschuldet, man hätte im Falle der Autobranche die E-Mobilität verschlafen. Es sind die Rahmenbedingungen in Summe, von der Chemie bis zum Stahl, die den Standort belasten. Völlig unverständlich ist mir deshalb eine Lohnforderung der IG Metall von 7%, die nicht zur Situation in den Unternehmen der Metallindustrie passt. Es bräuchte stattdessen einen Chorgeist zwischen den Tarifpartnern, ein Common Understanding, eine Gemeinschaftsinitiative, auch wenn die IG Metall fraglos unter Druck steht. Wo aber ist dieser Geist im Sinne unseres Landes und seiner Firmen? Wo ist diese Gemeinschaftsinitiative, eine Agenda 2030 der Politik? Und wo ein Plan, wo wir in Zukunft stehen wollen im globalen Wettbewerb? All jene Schritte, die dazu beitragen, dass Deutschland
wieder wettbewerbsfähig wird? Ich meine, wir müssen diese Fragen dringend stellen und beantworten. Und zwar ohne, dass wir es den anderen gleich tun und einer staatlichen Planwirtschaft und einem neuen Protektionismus das Wort zu reden. Das Gift ist für eine Exportnation und unsere soziale Marktwirtschaft. Sondern indem wir uns endlich wieder auf jene Stärken besinnen, die zu unserer Wirtschaftsstruktur als Produktionsstandort passen und den kommenden forschungsintensiven Innovationszyklus etwa bei den Batterietechnologien im Sinne dieser Stärken nutzen, wie der Fraunhofer-Chef Holger Hanselka unlängst herausstellte. Ich danke herzlich fürs geduldige Zuhören und bitte nun um Ihre Fragen. Vielen Dank, Frau Leibinger-Kammler. Wer hat die erste Frage? Herr Spengler. Frau Leibinger-Kammler, könnten Sie uns noch Ihr Ergebnisverbesserungsprogramm COIA kurz erklären? Also was ist da so drin? Warum machen Sie das erst jetzt? Und die zweite Frage wäre, könnten Sie uns eine EBIT-Rangfolge Ihrer Märkte geben, also die Top 3? Weil wenn Deutschland der größte Markt wäre und damit auch die größten Margen zu erzielen wären, so mein Gedanke, ist es ja gar nicht so schlecht, wenn Deutschland Ihr größter Markt wäre. Aber sagen Sie da was dazu. Also zu COIA kann sehr gerne mein Kollege Maaßen was sagen. Und um es Ihnen gleich ins Wort zu fallen, wir machen es nicht zu spät, Sie haben es eben rechtzeitig gemacht, Herr Spenger. Und dem anderen, wo ist Herr Grünert? EBIT-Rangfolge, Herr Grünert. Vielleicht einen Satz vorweg, woher kommt dieser etwas komische Name? COIA waren die norddeutschen Deichbauern, die sich Mühe gegeben haben, den Deich entsprechend hochzuziehen, bevor die Sturmflut kommt. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild für das, was wir bei Trumpf und wie Frau Leibinger-Kammler sagt, sehr früh schon getan haben, nämlich bei ersten Anzeichen gleich den Deich zu erhöhen. Konkret, wir haben im vergangenen Geschäftsjahr, über das wir hier berichten, uns vorgenommen, 176 Millionen an Kapazitätskosten und Sachkosten zu sparen und haben das punktgenau getroffen, 176 Millionen. Und für dieses Jahr haben wir uns 250 Millionen aus Kapazitäts- und Sachkosten vorgenommen und 50 Millionen aus Strukturmaßnahmen. Was ist das? Das sind insbesondere Abbau unserer Zeitkonten. Trumpf hat ja das große Glück, ein sehr intensives System von Zeitkonten zu haben, sozusagen Speck in guten Zeiten angefuttert, das wir jetzt entsprechend nutzen können, um in schlechten Zeiten abzubauen. Und da, wo das nicht mehr reicht, haben wir den TV-Besch, gerne nachher auch noch mal intensiver, wenn Sie möchten, wo wir über Abbau von Zeit gegen eine Gehaltseinbuße der Mitarbeiter uns in COIA über diese schwierige Zeit hinweg helfen. Ja, dann sage ich was zu der Profitabilität der Märkte. Typischerweise ist es bei Trumpf schon so, dass wir mit unseren Produkten in allen Märkten eine gute Profitabilität haben, also da keine großen Unterschiede sehen. Der deutsche Markt hat den großen Vorteil, dass er von Währungsschwankungen unabhängig ist und damit sozusagen dauerhaft ein stabiles Profitabilitätsniveau hat. Und natürlich ist es aktuell so, bei dem für uns günstigen Wechselkurs mit dem US-Dollar, dass wir auch in Amerika sehr profitabel sind. Gut, dann würde ich weitermachen mit Frau Fuchs. Dankeschön, guten Morgen. Eine Frage zu den USA nochmal. Trotzdem, glaube ich, haben Sie ja einen Auftragsrückgang in den USA. Profitieren Sie nicht von dem Inflation Reduction Act? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, Sie haben ja einen deutlichen Personalaufbau gehabt. Rechnen Sie damit, dass Sie wiederum jetzt in der Zukunft eher einen Personalabbau vornehmen müssen? Dankeschön. Herr Mayer, wollen Sie passt zu Ihnen, zur ersten Frage. Und Herr Maaßen, möchten Sie ins Feuer gehen für die zweite Frage? Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir über die letzten 2-3 Jahre ein massives Wachstum hatten in den USA aufgrund dieser Politik. Und deswegen geht es uns grundsätzlich in den USA sehr, sehr gut. Aber wir sehen jetzt vor allem im Wahljahr seit ein paar Monaten eben diesen Rückgang. Insofern grundsätzlich haben wir dort ein sehr, sehr starkes Wachstum. Ja, und dann zum Mitarbeiteraufbau. Im vergangenen Geschäftsjahr, das haben Sie gehört, haben wir noch Mitarbeiter aufgebaut, mit Beginn von COIA deutlich auf die Bremse getreten. Zunächst mal die
Aufbauwünsche reduziert, auf Null gefahren. Wir nutzen die natürliche Fluktuation derzeit, besetzen maximal die Hälfte der Stellen, die durch Fluktuation frei werden, nach. Und je nachdem, wie diese Krise jetzt weitergeht, werden wir uns auch noch zu weiteren Maßnahmen entschließen. Sie sehen dann bei den fixen Kapazitäten, also den Mitarbeitern, die permanent an Bord sind, einen etwa gleichlaufenden Verlauf für dieses Geschäftsjahr angenommen, aber eine ganz, ganz deutliche Reduktion bei den flexiblen Kapazitäten. Das bedeutet beispielsweise die Nichtverlängerung befristeter Mitarbeiter, das Auslaufen von Leasingverträgen und besonders den von mir eben schon angesprochenen Zeitabbau aus den Zeitkonten. Herr Spengler, ganz kurz dazu nochmal. Ganz kurz dazu, Herr Maaßen, können Sie das auch beziffern? Was genau? Also der Stammmitarbeiterteil, wie Sie sagen, und die mit mit Zeitverträgen und wie viel Sie vielleicht am Ende diesen Jahres dann haben werden. Darf ich es gleich nachtragen? Ich suche es Ihnen eben raus. Kommt. Herr Wagner dann dazu auch. Hallo, guten Tag, Benjamin Wagner. Frau Leibinger-Kammöller, können Sie noch mal was zum deutschen Markt sagen? Da ist es ja ganz gut gelaufen, aber wenn ich jetzt in den vergangenen Monaten mit vielen möglicherweise Kunden von Ihnen gesprochen haben, die haben mir immer gesagt, also bei uns läuft es schlecht, wir stellen Investitionen zurück. Also das finde ich jetzt gerade überraschend, weil eigentlich viele Unternehmen, die möglicherweise ihre Maschinen kaufen, die haben mir immer gesagt, läuft nicht gut, große Investitionen halten wir auf Hold. Wir haben als erste Frage, wie haben Sie das geschafft, dann in Deutschland doch noch so gut dazustehen? Und dann, Sie haben ja im zweiten Teil Ihrer Rede ja schon ein leidenschaftliches Plädoyer für Unternehmertum und gegen Planwirtschaft gehalten und haben ja schon dann auch die deutschen Rahmenbedingungen sehr in Frage gestellt, aber haben es ja trotzdem dann gut in dem Markt geschafft. Wie passt das zusammen? Fangen wir mit dem zweiten an und das erste kann ich dann an die Herren abgeben. Ja, wir haben eben überragende Produkte. Das ist die klare Antwort. Und die verschaffen unseren Kunden eben immer noch, auch unter diesen schwierigen Standardbedingungen, einen Wettbewerbsvorteil. Stichwort Automatisierung und Digitalisierung. Ja, wollen Sie weitermachen? Gern. Ja, also wir haben hier verschiedene Effekte. Also ein Effekt ist schon sehr wohl die Verschiebung. Wir hatten vor 2-3 Jahren ja einen ganz starken Auftragseingang und damit auch einen Backlog mit einer längeren Lieferzeit. Wir hatten vor 2 Jahren ja darüber gesprochen. Und dieser sehr hohe Auftragsbestand hat uns eben geholfen in Deutschland, was den Umsatz angeht und die Auslieferungen ausgeht, eben noch relativ lange ich sage mal, gut zu laufen. Und das verschmiert sich eben auch ins letzte oder hat sich auch ins letzte Geschäftsjahr noch deutlich verschmiert. Das ist also der eine Grund. Und, aber wir müssen schon sagen, der Markt an sich, und da bestätigt das, was Sie auch sagen und was Sie hören, der schwächelt schon. Also wir haben mittlerweile über 5000 Maschinen ja online connected und sehen sehr genau die Daten, wie viel diese Maschinen laufen. Das hilft uns ja auch, einen besseren Service zu bieten und schneller zu reagieren und unseren Kunden zu helfen. Und diese Daten zeigen eben seit 2 Jahren kontinuierlich einen Auslastungsrückgang bei unseren Kunden. Die Maschinenlaufzeiten pro Tag gehen langsam runter. Also insofern haben Sie recht, aber wir hatten eben diesen Puffer. Über unsere Produkte gesagt habe, stimmt aber trotzdem, Herr Wagner. Ich sage, was ich über unsere Produkte gesagt habe, stimmt aber trotzdem. Ja, aber wir werden ja sehen jetzt, wir haben jetzt die Euroblech, jetzt gucken wir mal, wie die besucht wird, wie unsere weiteren Innovationen aufgenommen werden. Also wir rechnen aber da auch eher mit Zurückhaltung, Herr Mayer, gell? Ja, also um das nochmal zu unterstreichen, also Sie haben es ja auch gesehen in den Zahlen, wir investieren weiterhin massiv in Entwicklung, in Innovation und wir haben uns auch gut vorbereitet auf die Euroblech, die ja jetzt nächste Woche startet. Da kann ich auch nur jeden einladen, vorbeizuschauen und wir werden dort wieder Innovationen zeigen in der Breite und glauben schon, dass wir damit auch wieder weiter vorankommen werden. Unsere Kunden, die haben jetzt auch Kostendruck und wenn ich Kostendruck habe, muss ich Effizienz steigern, unter anderem mit Automatisierung. Und das ist schon etwas, wo wir auch drauf setzen, das uns dann Rückenwind gibt, hoffentlich. Vielleicht Herr Maaßen noch ganz kurz zur Frage auch von Herrn Spengler, bevor wir dann mit Matthias Schmidt weitermachen. Gerne, und Herr Möller hat mir hier schon 2 Fragen aus dem Chat zugeschoben, die ich gleich versuche mit zu beantworten. Herr Spengler, bei den Mitarbeiterzahlen, wie gesagt, die Zahl der fixen Kapazitäten bleibt gleich. Bei den Leasingkapazitäten reduzieren wir von 696 Leasingkräften auf 515 Leasingkräfte. Das ist ein Abbau von 181. Und in ähnlichem Maße werden wir befristete Verträge
auslaufen lassen, die dann nicht nachbesetzt werden. Das ist aber, und das ist die Ergänzung zum derzeitigen Stand, kein Programm, das mit so Themen wie Massenentlassungen, betriebsbedingte Kündigungen, Arbeitsplatzabbau einhergeht. Wir versuchen, wie immer bei Trumpf, dieses innerhalb unseres Kapazitätsstammes zu tun. Unser oberstes Ziel ist, die Stammmannschaft an Bord zu halten. Ich muss die Einschränkung machen, das gilt bei einem Verlauf des Geschäftsjahres, der unserer Planung entspricht. Sollte irgendetwas Unvorhergesehenes passieren, werden wir natürlich darauf entsprechend reagieren. Und es gab noch eine Frage, werden Stellen verlagert? Nicht bedingt durch die konjunkturelle Situation, aber natürlich schauen wir uns intensiv an, wie sind die Arbeitsbedingungen. Frau Leibinger-Kammler hat darauf hingewiesen. Natürlich ist Produktion in China bei ca. 80% niedrigeren Kosten möglich, in Polen bei ca. 60% niedrigeren Kosten. Und das ist für uns selbstverständlich ein Thema. Wir halten an dem Arbeitsstandort Deutschland fest, aber schauen natürlich, wo wir geeignete Möglichkeiten im Ausland haben. Stefan Mayer kann näher darauf eingehen. So werden wir auch in Indien ein neues Produktionswerk aufbauen, um einfach auch die Lohnvorteile, die wir sehen in der Welt, entsprechend für Trumpf zu nutzen. Gut, vielleicht soweit. Dann machen wir weiter mit Herrn Schmidt, dann Herr Kempf und dann Herr Buchenau. Vielen Dank. Ich wollte noch mal nachfragen, Herr Maaßen. Wenn ich es richtig verstehe, werden jetzt die Sparanstrengungen im Personalbereich dadurch jetzt nicht aufgestockt oder verstärkt, sondern es bleibt bei dem, was bisher bekannt ist, und es ist jetzt nicht irgendwie Kurzarbeit zum Beispiel vor der Tür. Nein, es ist keine Kurzarbeit vor der Tür am hiesigen Standort. Aber wir werden in Kurzarbeit zum Beispiel in unserem Werk in Neukirch gehen, weil es da andere Tarifrahmenbedingungen gibt, die für uns die Kurzarbeit dort etwas attraktiver erscheinen lassen als hier in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg bleibt es bei dem TV-Besch. Das heißt, Mitarbeiter, die ihre Zeitkonten auf minus 100 Stunden abgearbeitet haben, das ist übrigens ein Kredit, den die Firma den Mitarbeitern gibt, 100 Stunden ins Negative auf den Zeitkonten zu gehen. Mitarbeiter, die dort angekommen sind, gehen in den TV-Besch, und der TV-Besch bedeutet 10% Zeitabsenkung, was wir mit 2 Tagen pro Monat, Schließtage in Anführungsstrichen, machen, und bei gleichzeitig 10%iger Gehaltsabsenkung. Und wenn Sie noch was sagen könnten zur Entwicklung der Mitarbeiterprämie, wie ist das jetzt im Vergleich zu den Vorjahren, und wie ist es, für wen genau gilt diese Regelung eigentlich? Ist das für alle Tarifbeschäftigten in Deutschland oder? Mache ich gerne. Erstmal, und darauf sind wir, glaube ich, sehr stolz, dass es gelungen ist, über die Jahre das Bonussystem für alle Mitarbeiter, vom Auszubildenden bis zum Vorstand, an den gleichen Kriterien zu orientieren. Das ist bei uns der Wertbeitrag, der sich aus 3 unterschiedlichen Themen zusammensetzt. Und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt diese KPI, also dieser Punkt, als der Messpunkt für die Auszahlung. Selbstverständlich können Sie sich vorstellen, dass die Messlatte dann, also der Basisbetrag, an dem sich das orientiert, für Auszubildende ein anderer ist als für den Vorstand. Konkret für das vergangene Geschäftsjahr erhalten unsere Tarifmitarbeiter 1.810 €. Unsere Auszubildenden und DHBW-Studierenden bekommen 365 €. Das gilt für die Standorte hier in Ditzingen, Gerlingen, Hettingen. Das entspricht einer Prozentzahl Zielerreichung von 90,5%. Und ich darf daran erinnern, im Vorgeschäftsjahr lagen wir bei einer Zielerreichung von 186%. Herr Kempf, bitte. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hätte ähnlich nochmal nachgefasst wie der FAZ-Kollege. Auch ich höre im Gespräch mit kleineren Mittelständlern, dass sie erhebliche Schwierigkeiten haben, im Gespräch mit den Banken sich weiter zu refinanzieren.
Was machen Sie, um dennoch Ihre tollen Produkte unter die Leute zu bekommen? Werden Sie jetzt zur Ersatzbank für den Mittelstand? Und die zweite Frage hinsichtlich Entwicklung in den USA, die ja jetzt so toll war. Wie stellen Sie sich darauf ein, sollte Herr Trump die Wahl gewinnen? Was würde das in Ihren Planungen denn bedeuten? Danke. Ich komme mal, bevor ich an Herrn Grünert für die erste Frage abgebe, Herr Kempf, zu den USA. Also ganz nüchtern betrachtet sind ja die Ideen der beiden Kandidaten, was Zölle, Sanktionen und so weiter angeht, nicht so weit auseinander. Beim Trump sind sie höher als bei Harris, aber beide gehen in die Richtung America First. Und die Demokraten haben in den letzten Jahren auch massiv subventioniert. Eigentlich müssten wir froh sein über diese Tendenz, eigentlich, wenn wir nicht so politisch denkende Menschen wären und unglücklich wären über einen gewissen Wahlausgang, sage ich jetzt persönlich für mich. Weil unsere Kunden natürlich von den Steuererleichterungen, die Trump angekündigt hat, würde er denn gewählt, profitieren würden und auch investieren würden. Und wir müssen uns gar nichts vormachen. Der Großteil unserer Kunden, Werkzeugmaschinenkunden dort, wählt den Trump, auch aus diesen Gründen. Und wer wollte nicht als Unternehmer geringere Unternehmenssteuern? Kann gleich mal platzieren. Die zweithöchsten Unternehmenssteuern haben wir ja in Deutschland. Also, ich glaube, dass es wieder anziehen wird. Also wir hören von unseren Kunden dort, dass sie warten, wie es ausgeht, aber dass sie dann wohl investieren werden. Und dann wird auch wieder der Konsum anspringen. Also davon geht man ja wohl aus. Ich habe weit über unser Geschäft hinaus aber große außenpolitische Bedenken, sollte Herr Trump gewinnen. Weil das natürlich auch Europa massiv beeinflusst, also jenseits von Zöllen und Sanktionen und solchen unsinnigen protektionistischen Maßnahmen. Er wird, wenn er das macht, wird er die Ukraine zum Beispiel nicht weiter unterstützen. Das heißt, die werden dann vielleicht noch früher verlieren, als sie es ohnehin vermutlich tun werden. Aber das wird uns Europäer ja auch belasten. Also wir brauchen ja die Amerikaner auch als Schutzmacht in jeder Hinsicht. Das ist ja sicher. Und dann habe ich auch noch, aber das passt jetzt nicht zu Ihrer Frage, ich sage es aber trotzdem, habe ich irgendwie immer nur die romantische Vorstellung, dass an der Spitze des wichtigsten und größten Landes einfach eine integre Persönlichkeit stehen müsste. Jetzt gebe ich an Herrn Grünert ab, bevor ich mich verliere. Also wir sehen schon natürlich, dass unsere Kunden größere finanzielle Themen haben als in den vergangenen Jahren. Wir sind aber nicht die Ersatzbank, sondern wir sind die Bank für unsere Kunden. Wir haben ja die Trumpfbank und wir bieten Finanzierung an für unsere Kunden und ermöglichen damit unseren Kunden eben unsere Produkte zu kaufen. Dass wir dieses Instrument in der jetzigen Phase auch nochmal besonders nutzen, mit extrem günstigen Finanzierungskonditionen unsere Maschinen zu kaufen, was für uns immer noch besser ist, als höhere Rabatte zu geben, das ist auch klar. Wir haben auch die Chance genutzt, vor einem Jahr nochmal uns günstig zu refinanzieren über einen Kredit bei der Europäischen Investitionsbank. Das sind alles Themen, die natürlich uns jetzt auch in einer schwierigen Phase helfen und wo wir unsere Kunden auch von profitieren. Gut, Herr Buchenau, Sie bitte. Ja, 3 Fragen, die ein bisschen weit auseinander sind, sonst muss man halt gucken, ob man sie sortiert oder wann anders beantwortet. Eine einfache, wahrscheinlich aber keine Antwort bekommende. Ich würde gerne mal den Umsatz von JFY wissen. Vielleicht können Sie sich erweichen, den mal zu sagen. Dann vielleicht noch 2, 3 Takte zu den Rückstellungen. Da sind ja erheblich auch aufgelöst worden. Normalerweise bei Banken ist so, die müssen Rückstellungen bilden, wenn die Konjunktur schlecht ist. Ist es einfach wegen dem geringeren Geschäft oder haben Sie da Spielräume ausgenutzt, damit es ein bisschen besser aussieht? Und das eine wäre natürlich eine umfangreiche Frage. Die Zahlen von ASML sind ja eingeschlagen wie Bombe. Das sind natürlich vielleicht auch die übertriebenen Erwartungen von den Finanzmärkten, aber wie stellen Sie Ihre Strategie darauf ein? Das ist ja, die nächsten Generationen von EUV sind ja schon 2 unterwegs, die High-NA ist, glaube ich, schon ausgeliefert. Wie planen Sie da Ihr Investment? Drücken Sie da auf die Bremse, also es sind ja gleichzeitig die Entwickler sind eingestellt worden. Das kostet ja alles einen Haufen Geld. Sie können da gerne Preisschilder dran machen, was Sie da investieren, wenn Sie so detailliert sagen wollen. Aber Sie müssen ja jetzt da strategisch wahrscheinlich oder zumindest taktisch oder strategisch, ja eher taktisch drauf
reagieren? Von welchen Zeiträumen gehen Sie da aus? Ist es eine Ernüchterung? KI kommt wie jede andere Technologie vielleicht dann doch einen Ticken langsamer, als sich die Anleger das so vorstellen? Oder ist es jetzt nur einfach mal so eine Delle? Also jetzt fangen wir mal mit dem harmlosen an. Umsatz JFY. Sie haben ja nicht nach dem Ergebnis gefragt. Ja. Also ich kann zumindest sagen, es ist deutlich weniger als die Trumpf-Gruppe oder als Trumpf-Marke und ich kann Ihnen auch sagen, dass der internationale Umsatzanteil massiv wächst, weil wir dort sehr gut vorankommen und Sie können ungefähr mit dem Daumen so ungefähr 100 Millionen plus minus mal im Kopf haben. Ich möchte aber noch ganz kurz vielleicht eins ergänzen zu der Finanzierung. Bitte? Sie haben es ja provoziert. Ist es eine Verlusttochter oder? Nein, keine Verluste. Naja, Sie können jetzt JFY International kurz einfügen, das interessiert Herr Buchenau auch. Genau, also ich weiß nicht, ob es den Herrn Buchenau so sehr interessiert, weil er ja vor ein paar wenigen Tagen einen riesen Artikel dazu verfasst hat, deswegen ist er sehr, sehr gut informiert, aber sehr gerne würde ich... Nee, das war ja keine Self-PR, wollte ich jetzt nicht damit provozieren, da bin ich irgendwie anders gestrickt, aber da wurde ja darauf verwiesen, dass ich das hier fragen soll und ich bin sehr ja gerne ganz brav und frage das dann auch. Sehr gerne, nee. Also ein paar Worte vielleicht zu JFY International. Es dürfte bekannt sein, dass das eine Tochtergesellschaft von Trumpf ist, eine separate Werkzeugmaschinenmarke, die wir vor vielen, vielen Jahren in China gekauft haben, eine chinesische Firma, die dort produziert und dort verkauft. Und wir haben jetzt über die letzten 10 Jahre JFY weiterentwickelt und seit ein paar Jahren sind wir dabei, JFY auch zu internationalisieren. Wir haben begonnen mit Asien, Südamerika, Afrika, diese Länder und sind jetzt gehen jetzt nächste Woche auf die Euroblech. Das ist also das große Opening nach Europa. Und wenn man sich fragt, wieso machen wir sowas? Wir sehen einfach, es gibt Kunden, zunehmend Kunden, die nicht die Flexibilitätsbedürfnisse haben wie Trumpfkunden, die vielleicht nur 2-3 Stunden pro Tag produzieren, aber das eben gerne selber machen wollen. Und wir sehen, dass diese Kunden dann schnell auch bei Billiganbietern landen, dann schlechte Qualität bekommen, schlechten Service und teilweise sind die Maschinen unsicher. Wir hatten es vorhin schon. Und JFY ist eben jetzt eine Antwort drauf. Sehr, sehr einfach gehaltene Maschinen, wenig Optionen, nicht unbedingt Produktivität als wichtigster Charakter, auch nicht unbedingt die flexibelste Maschine, aber eben robust, solide und man kann sich darauf verlassen und das ist die Strategie mit dieser Marke. Dann sage ich was zu den Rückstellungen. Also es sind keine irgendwie bilanziellen Maßnahmen oder Tricks, die wir da angewendet haben. Ich glaube, die Spielräume dafür sind heutzutage auch extrem klein oder gar nicht mehr vorhanden, sondern die Rückstellungen schwanken natürlich mit unserer Geschäftsentwicklung. Auf der Kundenseite Garantierückstellungen, wenn wir niedrigere Umsätze haben, dann müssen wir auch niedrigere Rückstellungen bieten. Und das andere sind natürlich, und das ist wahrscheinlich der größere Teil, der den Rückgang erklärt, sind die Rückstellungen auf der Personalseite. Also wenn wir diese Arbeitszeitkonten reduzieren, dann werden Rückstellungen aufgelöst. Und dann vielleicht noch 1-2 Kommentare zu Ihrer Frage in Richtung ASML. Wir beliefern ja mit unseren Systemen, auch mit den Leistungsgeneratoren, eine Vielzahl von Halbleiterausrüstern und haben deswegen insgesamt bereits jetzt schon einen sehr konservativen Blick auf diese wirtschaftlichen Erwartungen in den nächsten 1-2 Jahren, haben uns deswegen auch planerisch diesbezüglich bereits so aufgestellt. Ganz noch ein Kommentar zu den Entwicklungsaktivitäten, die natürlich relevant sind, auch hinsichtlich den Ausgaben, die wir im Bereich Forschung und Entwicklung bei Trumpf haben, für den Halbleiterbereich. Aber auch hier arbeiten wir natürlich an Kostenreduktionsmaßnahmen für den Endkunden, damit also der Wafer, der EUV belichtet ist, zum Beispiel am Ende günstiger ist. Und deswegen bleibt die Relevanz für diese Ausgaben weiterhin bestehen und wir arbeiten auch weiter konsequent dran. Herr Buchenau, sind die Fragen damit beantwortet? Ich kann nur nicht so ganz glauben, dass das schon alles adaptiert ist in der Planung, also weil das sind ja jetzt sehr aktuelle Entwicklungen. Natürlich kennen Sie die Aufträge von ASML, bevor wir sie erfahren, ist schon klar, aber ist das schon alles drin, wirklich? Nein, also ich kann es Ihnen sagen, wir haben auch nicht den Blick in die Glaskugel
Von daher gibt es natürlich immer wieder engmaschige Abstimmungen mit ASML. Wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, aber ich kann Ihnen nur eines sagen, dass unser Blick generisch auf den Markt sehr konservativ ist. Und wir das heißt, Rückgang im Chip-Bereich nächstes Jahr weiter? Oder? Auch das fällt mir schwer zu kommentieren. Da gibt es Analysten, die weitaus besser geeignet sind, als wir das zu kommentieren, aber wir gehen jetzt nicht von einem signifikanten Anstieg aus. Okay. Gut, Herr Schmidt. Ja, noch eine Frage an Frau Leibinger-Kammüller. Sie hatten vor ziemlich genau einem Jahr mal so ein bisschen öffentlich darüber nachgedacht, dass Sie möglicherweise auch nicht für immer und ewig Vorstandsvorsitzende bleiben möchten. Da stand auch ein Stabwechsel im Raum. Können Sie dazu was sagen, vielleicht zum Zeitplan? Oder ist es vielleicht jetzt gerade einfach nicht eine Zeit, in der man von Bord geht? Finden Sie, dass ich gealtert bin? Nein. Danke. Jetzt. Ich erinnere mich ziemlich genau daran, was ich gesagt habe. Ich sagte, und Sie kommen ja auch von der Sprache her und deshalb können Sie das einordnen, mein Nachfolger ist schon im Haus. Okay. Damit ist ja noch kein Zeitrahmen gesteckt. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, neben anderen Dingen, die ich nicht gesagt habe, ist, dass wir auf eine solche Position wie die meine, und gilt auch für alle anderen Positionen hier, nicht von außen besetzen. Das heißt, wir entwickeln Damen oder Herren und beobachten die einige Jahrzehnte und schicken die in verschiedene Länder und setzen sie auf unterschiedliche Funktionen, so sie denn mitmachen. Und das Ganze mit dem Ziel, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist das, was ich gesagt habe. Und über einen Zeitplan habe ich natürlich genau im Kopf. Ich würde bitte aber um Verständnis dafür, dass ich nicht mal den Ihnen mitteilen möchte. Und zu dem, was Sie gerade so beinahe philosophisch sagten, ist es jetzt eben gerade nicht angesagt zu gehen, weil es so schwierig ist. Das ist eine Falle, in die man nicht geraten sollte, weil dann geht man vielleicht nie oder, also gut, es wird wieder besser hier, aber man könnte ja dann genauso sagen, jetzt läuft es gerade so gut, jetzt kann ich auch nicht gehen. Also das ist ganz, ganz schwierig für Sie, für Leute in meiner Position. Da muss man sich selbst Fesseln anlegen und ich habe genügend Fesseln in meinem Büro, glauben Sie es. Trotzdem, ich danke für die Frage. Gut, Herr Buchener, ich sehe schon, wie es zuckt. Naja, die Fesseln, die Fesseln interessieren schon. Was peinigt Sie in Ihrem Büro? Genügend zurzeit, ich habe ja einige Themen vorher genannt, aber ich meine damit, es gibt ja Gründe für einen Wechsel. Also man sollte nicht zu lange kleben am Stuhl und es braucht neue Impulse. Und es gibt ja auch ein Leben nach dem Trumpf und jenseits von Trumpf. Wir haben eine Familie, ich habe einen Mann, der sehr interessant ist, immer noch auch mit gestiegenem Alter, der auch Ideen hat und für Kinder und wir haben Enkelkinder und da gibt's schon noch Möglichkeiten darüber hinaus. Und außerdem bin ich ja auch noch in vielen anderen Gremien, in denen ich mich betätigen kann. Ich fürchte, dass es mir nicht langweilig wird. Aber Sie sind keine Kapitänin, die bei aufziehendem Sturm geht, oder? Nee, das wäre nicht gut. Also nicht, dass die Trumpf unterginge ohne mich, aber ich glaube, so ganz nutzlos bin ich auch nicht hier. Also ich wage das Zwischenfazit ziehen zu wollen, dass wir im metaphorischen Bereich sicherlich eine der interessantesten Bilanzpressekonferenzen in dieser Woche im Großraum Stuttgart anzubieten haben. Ich schaue weiter in den Raum. Gibt es weitere Fragen? Herr Kempf, bitte. Ich wollte noch mal zu dem Chipmarkt noch mal nachfragen. Wenn Sie sagen, also Sie blicken da sehr konservativ, also auf gut Deutsch, da bewegt sich jetzt relativ wenig. Wir haben ja jetzt erst vor kurzem erlebt, dass Intel eine Milliardeninvestition mit einem Federstrich wieder aus den Büchern gekickelt hat. Heißt das zum Beispiel auch für solche Großinvestitionen, dass die mit großer Wahrscheinlichkeit in fernere Zukunft rücken und dass sich da möglicherweise auch die Hoffnungen in Berlin in Luft auflösen, weil einfach die Hersteller gar nicht daran denken, in nächster
Zeit, größere Investitionen in diese Richtung zu machen. Wie die Frau Leibinger-Kammüller bereits gesagt hat, ist der Chipmarkt ein multifaktorieller Markt hinsichtlich der Wachstumserwartung. Ja. Und der fußt ja häufig darauf, dass man betrachtet, welche der Märkte, die den Chipmarkt dann selber beeinflussen, konsequent nach oben läuft. Und da gibt es Consumer Electronics, IoT, Automotive, Logic im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und wir stellen fest, dass nur einzelne dieser Märkte momentan tatsächlich Wachstumspotenzial langfristig oder auch jetzt kurzfristig haben. Und das muss man sehen. Und nur wenn alle diese Märkte zusammenkommen, dann können wir wirklich von einem signifikanten Wachstum ausgehen. Und das ist der Grund, warum wir momentan sehr konservativ und zurückhaltend planen und einfach sehr vorsichtig sind, was die nächsten 2 Jahre angeht. Gut, dann würde ich auch die Kolleginnen und Kollegen im Chat nochmal aktiv um Wortmeldung bitten. Wenn das nicht der Fall ist und wir auch im Raum keine weiteren Fragen haben, dann können wir auch früher in die Mittagspause starten, hätte ich fast gesagt, diese Bilanzpressekonferenz beenden. Danken Ihnen für Ihr Kommen, wünschen eine ruhige Feder beim Schreiben und vielen herzlichen Dank.